Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video möchte ich euch zwei Orchideen aus der Gattung Dendrobium vorstellen. Auf der linken Seite haben wir Dendrobium berryoder und hier auf der rechten Seite haben wir Dendrobium delicatum. Manchmal findet man auch die Bezeichnung Dendrobium X delicatum. Beginnen möchte ich mit dem Dendrobium berryoder. Diese Pflanze habe ich vor einiger Zeit, sehr langer Zeit schon von Orchideen Wichmann bekommen. Sieht man auch hier an diesem Etikett. Was wir jetzt sehen können, die Pflanze bildet sehr, sehr viele Blütentriebe aus und teilweise sind die Blütentriebe jetzt schon so weit, dass sie schon Knospen, eindeutige Knospen darstellen. Und was wir auch sehen können, an dieser Pflanze sind sehr, sehr viele Seiten, Neutriebe, Ableger. Darauf komme ich auch noch zu sprechen. Diese Pflanze steht hier in einem Orchidhob mit Colomi, feinem Colomi in diesem Fall. Das scheint dieser Orchidee sehr, sehr zu gefallen. Und deshalb möchte ich das dann auch in diesem Video mit dem Dendrobium delicatum machen. Diese Orchidee ist eine Züchtung und als Mutterpflanze wurde hier Dendrobium kingianum eingesetzt. Beide Orchideen haben ihren Ursprung in Australien und Neuseeland. Hier bei dem Dendrobium delicatum hat die Natur die Züchtung übernommen, denn das ist eine Naturhybride, während die berryoder eben eine durch Menschen gemachte Züchtung ist. Auf die einzelnen Kreuzungspartner möchte ich in einem separaten Video eingehen. Wenn beide Pflanzen dann am Blühen sind, gibt es das extra Porträt zu der jeweiligen Pflanze. Was wir aber auch sehen können, ist dieser große Größenunterschied. Diese Pflanze bringt schon deutlich mehr Volumen zukünftig mit sich, während die Dendrobium berryoder aktuell noch relativ klein ist. Dendrobium berryoder kann allerdings sehr groß werden, denn anhand der Ableger kann ja nach jedem Ableger wieder ein Ableger kommen und so kann die Pflanze dann richtig schön auch Volumen annehmen mit der Zeit. Das gleiche haben wir an und für sich auch bei anderen Dendrobien. Jetzt ist allerdings die Delicatum jetzt schon deutlich größer. Das heißt, wir haben hier viel längere Pseudobulben schon, als es jetzt bei der berryoder der Fall ist. Wie gesagt, bei beiden Pflanzen ist als Mutterpflanze die Dendrobium kingianum enthalten. Diese Pflanze möchte ich noch umtopfen, aber noch ein ganz wichtiger Punkt bei der Dendrobium berryoder, da wurde ich nämlich auch schon separat drauf angesprochen, und zwar, wie kann man die Pflanze vermehren? Logisch, hier sind Seitentriebe. Oft liest man im Internet, dass die Seitentriebe mindestens 3 Triebe besitzen müssten. Das ist allerdings bei Dendrobium nicht der Fall. Ich habe hier jetzt schon einen Seitentrieb abgemacht. Das geht an und für sich sehr leicht. Man muss das einfach nur abdrehen. Und ihr seht, hier sind schon 2 Blütentriebe und viele Wurzeln. Wenn ich schon die 3 ansatzweise genannt habe, bei Dendrobium oder generell bei allen Pflanzen, wo ihr Ableger macht, wo Wurzeln dann dran sind, ist es wichtig bei Orchideen, dass mindestens 3 bis 5 Wurzeln vorhanden sind und die dann mindestens eine Länge von ca. 5 cm haben sollen. Das ist so ein guter Richtwert, dass der Ableger sich selbstständig versorgen kann. In dem Fall sieht man, dass da sehr viele Wurzeln schon vorhanden sind. Das heißt, an und für sich muss man diesen nur in den neuen Topf hineindrehen, platzieren. Schaut auch, dass gleich alle Wurzeln unten sind. Welches Substrat ihr in diesem Fall jetzt nutzt, könnt ihr natürlich selbst entscheiden, weil es in diesem Video um Colomi gehen soll. Und die Originalpflanze auch schon in Colomi steht, nehme ich jetzt auch hier in diesem Fall Colomi. Ihr seht, ich habe hier einen normalen Orchideentopf. Bedeutet, ich stelle es am besten auf eine flache Fläche wie ein Tisch oder was ihr eben habt, Arbeitsschale. Und fülle das Colomi einfach in das Gefäß. Jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen Colomi, das kann man dann noch ergänzen, aber an und für sich wäre das auch schon alles beim Eintopfen. Das ist dann unabhängig davon, ob ihr jetzt Rindensubstrat nehmt oder Ceramis oder was ihr eben als Substrat einsetzt. Hier in diesem Fall, in diesem Video, war die Überlegung, dass ich das Delicatum umtopfen möchte. Ihr seht, die Pflanze steht hier in einem weißen großen Topf. Die Pflanze ist schon sehr groß. Was wir auch sehen können, jetzt muss ich nur gucken, hier an diesem Trieb, das hier werden die Blütentriebe sein. Und Dendrobium
Kingianum, Delicatum, Berryoder. Das sind die typischen Blühzeiten jetzt im Winter und im Frühjahr. Das heißt, es dauert nicht mehr allzu lang, vor allem hier nicht mehr allzu lang, bis dann die ersten Blüten offen sind. Und vor allem auch bei Dendrobium Berryoder ist zwar die Hauptblütezeit im Winter und im Frühjahr, aber je nachdem wie die Bedingungen im Sommer sind, da gibt es ja, wie dieses Jahr zum Beispiel, auch zeitweise Tage, wo richtig kühl sind, die induzieren dann natürlich auch eine Blüte. Das heißt, es gibt zwar eine Hauptblütezeit, aber die Pflanze kann durchaus auch unter dem Jahr zum Blühen kommen. Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich so eine Orchidee umtopfen möchte? Zum einen, es gibt natürlich sehr viel Sauerei. Das heißt, man muss sich einen Arbeitsplatz suchen, wo man eben rumsauen kann. Ihr seht, die Pflanze ist sehr, sehr gut hier im Topf verwachsen. Wirklich sehr, sehr kräftig. Man sieht auch schon unten kommen Wurzeln raus. Das heißt, was helfen kann, ist, wenn man die Pflanze einmal frisch gießt, dann ist alles eher am Flutschen. Die Wurzeln abspülen muss man sowieso. Oder man schneidet den Topf entsprechend einfach auf. Jetzt hoffe ich mal, dass das durch ein bisschen Kneten auch funktioniert. Die ist wirklich sehr gut verwurzelt. Also wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht mache ich hier einfach mal noch diese Verstrebungen raus. Vielleicht hilft das ein bisschen. Vielleicht verspannt das auch nur. Ihr seht, sie ist sehr stark verwurzelt, aber ein guter Zug. Und dann passt das. Ihr seht, hier ist noch das alte Substrat. Die Wurzeln sind super knackig und richtig gesund. Wer auch so eine Pflanze haben will, also die hat schöne weiß, hell, rosa Blüten, dem mag ich das sehr ans Herz legen. Wenn ihr jetzt euch überlegt, was für ein Orchidop oder Orchideentopf ihr als nächstes einsetzt, dann nehmt ihr am besten so den alten Topf gleich, könnt natürlich die Pflanze auch drin lassen und stellt das mal in so ein Orchidop. Und dann, wenn ihr seht, okay, ringsherum ist noch gut Platz, dann hat es die richtige Größe. Ihr könntet natürlich auch eine Nummer kleiner nehmen, dann allerdings wird die Pflanze früher oder später keine Freude daran haben. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz, indem ich die Pflanze wieder in den Topf hineinstelle. Denn ihr seht, die Pflanze ist jetzt schon, die Orchidee ist jetzt schon sehr, sehr breit. Das heißt, mit den nächsten Trieben wird sie auf jeden Fall zu groß sein für die Nummer kleiner. Deswegen in dem Fall mit dem Orchidop darauf achten, was für eine Orchidee das ist. Wenn es eine Phalaenopsis sein sollte oder eine monopodial wachsende Orchidee, dann könnt ihr das Orchidop oder Pflanzgefäß nehmen, das die gleiche Größe hatte wie der Ursprungstopf. Bei sympodial wachsenden Orchideen empfehle ich das nicht. So, wichtig ist jetzt, dass man hier den Großteil des alten Substrates herausnimmt. Das kann man einfach herausarbeiten oder unter fließendem Wasser herausspülen. Ich werde es jetzt einfach grob herausarbeiten. So wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt die Wurzeln weitestgehend vom Substrat befreit. Klar, da sind noch Krümel dran, könnte man auch noch mit Wasser abspülen. Das hatte ich bei dem Dendrobium Berryoder allerdings auch nicht gemacht und das war weder von großem Nachteil, noch hat sich da irgendwie Fäulnis oder sonst was gebildet. Deswegen wird das auch hier funktionieren. Was ihr jetzt beachten müsst, wenn ihr so eine Pflanze eintopft, muss ich kurz das Colomi sage ich schon, den Orchidop hier befreien. Was ihr jetzt machen müsst und beachten müsst beim Einpflanzen, ihr müsst schauen, wo die Wuchsrichtung ist der Pflanze. Jetzt kann man natürlich sagen, die hat so viele Triebe, die hat überall Wuchsrichtung. Ja, aber man sieht jetzt hier sicherlich auch schon, wo sie gegen den Topf angestoßen ist. Das heißt, sie ist in diese Richtung gewachsen. Das heißt, wenn ich sie jetzt eintopfe, muss ich sie nach hinten setzen, dass dann die Triebe, die jetzt hier vorne überall rauskommen, nach vorne hin auf jeden Fall zukünftig auch Platz haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier hinten an der Rückseite Neutriebe kommen, ist relativ gering. Man kann die Wuchsrichtung auch daran erkennen, wo sich an der Pflanze die kleinen Triebe befinden. Das sind nämlich die ältesten und so klein war die Pflanze mal. Und die nächsten Triebe sind alle größer geworden. Daran kann man auch erkennen, dass die Pflanze sich sehr gut entwickelt hat, wenn die ganzen neuen Triebe, die ältesten oder die jüngsten Triebe deutlich größer sind als die alten Triebe. So, das heißt, wir machen die Pflanze komplett hinten an den Rand und sorgen dafür, dass auf jeden Fall Wurzeln hier
unten im Gefäß am Boden sind. Früher oder später wird das sowieso passieren, weil diese Pflanzen ja sehr starkwüchsig sind. Das heißt, so viel, wir setzen das jetzt hier hinten an, nehmen uns, und ihr wisst ja, aktuell gibt es ja bei Aldi Colomi unter der Produktlinie Gartenline als Orchideengranulat. Ich nehme jetzt das Colomi, in diesem Fall das weiße Colomi. Könnt ihr auch jede andere Farbe nehmen. Weiß habe ich mir jetzt überlegt, nehme ich, weil die Blüte der Pflanze hauptsächlich weiß ist. Und dann schütte ich das einfach bloß hier in das Orchidop hinein. Damit ihr das auch seht, wie ich das schütte und verschütte, gehe ich mal Richtung Kamera. Und versuche das so zu halten, dass ihr das seht. Gar nicht so einfach. So. Das heißt, ich gehe jetzt hierher und schütte das Colomi an und für sich nur hier hinein in das Orchidop, bis es praktisch voll ist. So, jetzt habe ich zumindest mal die Vorderseite voll mit Colomi. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, die sitzt aber tief. Das macht aber nichts in diesem Fall, weil das Colomi ist auf jeden Fall oberflächlich für jeden einzelnen Stein betrachtet trocken. Und wenn, dann ist es nur in diesem unteren Bereich feucht. Bedeutet, hier oben ist auf jeden Fall trocken. Und wenn dann die Triebe etwas tiefer sind, dann ist das bei einer sympodial wachsenden Orchidee nicht negativ. Was wir jetzt sehen können, wir haben hier hinten auf jeden Fall noch eine Lücke. Die müssen wir natürlich auch auffüllen. Und deswegen machen wir das jetzt auch noch, damit das passt und alles seine Richtigkeit hat. Ups. Immer gut, wenn man eine Arbeitsfläche hat, wo das hinunterrieseln kann. Das heruntergerieselte Colomi kann man natürlich auch in anderen Umtopfaktionen wiederverwenden. Das heißt nicht wegschmeißen. Das ist ja weder irgendwie unnutzbar, nur dadurch, dass es heruntergefallen ist. So, was man an und für sich bei Colomi nicht machen muss, im Gegensatz zu anderen Orchideen, ist das Nachstopfen. Wenn man jetzt aber hier eine deutlich große Lücke erkennt, dann kann man das natürlich vorsichtig schon noch ein bisschen nachdrücken. Man kann das auch mit einem kleinen Holzstäbchen, wenn es mal ein bisschen präziser sein muss, nachfüllen. Und dann war es das auch schon. Und so hat man dann auch praktisch die Eintopftiefe direkt korrigiert. Jetzt muss man dann nur noch schauen, dass das in allen Ecken so passt. Und wenn man dann feststellt, hey, da hätte ich ja vielleicht sogar noch ein bisschen Platz für Colomi oder für weiteres Substrat, dann nimmt man das auch und füllt das dann auf. Das Colomi, was jetzt hier in den Untersetzer gerieselt ist, schütten wir einfach auch hier hoch. Das bisschen, was da unten ist, das kann man ja später weiterverwenden. Und dann schrauben wir das Ganze von dem Orchidop wieder auf. Dann wird wieder früher oder später das eine oder andere Colomi hinunterrieseln. Und dann war es das auch schon. Und ihr seht, hier sind die Wurzeln unten, die wachsen links und rechts raus. Das wird zukünftig dann auch so sein. Zeige ich euch auch gleich nochmal beim Dendrobium Berryoder. Und dann ist das Dendrobium delicatum oder X delicatum schon umgetopft. Ich habe das jetzt bewusst so gemacht, dass es ein bisschen schief steht. Ich hoffe, man sieht es, weil die neuen Triebe kommen hier vorne raus und wachsen dann nach oben. Und wenn das Ganze sich dann gut etabliert hat, dann wird das wie beim Dendrobium Berryoder so sein, dass hier überall die Wurzeln wachsen. Man sieht auch schon, man könnte hier in diesem Orchidop schon wieder Colomi nachfüllen, werden wir auch gleich machen. Aber ihr seht, hier überall wachsen die Wurzeln. Hier ist auch gut zu erkennen eine frische Wurzel. Bevor man hier jetzt allerdings Substrat nachfüllt, muss man die alten Pflanzenteile, die hier reinfallen, natürlich vorher rausnehmen, weil sonst kann sich dann natürlich Schimmel bilden. Auch dazu bietet sich hier praktisch so ein Holzstäbchen an. Hier ist zum Beispiel so eine alte Blüte. Das, was ich zum Beispiel bei diesem platten Orchidop nicht mag, ist, dass hier ständig irgendwas am Rieseln ist. Das ist etwas, wo ich sehr, sehr ungünstig finde.
Denn ansonsten ist die Anwendung von Colomi wirklich super sauber im Gegensatz zu anderen Substraten und eben auch super einfach. So, jetzt haben wir den gröbsten Dreck, hätte ich fast gesagt, herausgenommen. Ups, ich streue hier alles durch die Gegend. Man kann das auch mit einem Krug machen, mit so einem Plastikwasserkrug, und dann kann man das hineinschütten. Man kann auch einen Glaskrug nehmen. Je nachdem, nein, es fällt einfacher. Was ich manchmal auch mache, ihr kennt vielleicht diese Fitnessflaschen, die ihr vom Fitnessstudio kennt oder vom Sport. Die kann man auch super dafür nutzen, um das präziser hinein zu füllen. So, jetzt ist hier auch ein bisschen aufgefüllt. Das heißt, auch die Neutriebe, die jetzt hier oben wurzeln werden, oder die neuen Seitentriebe, wurzeln dann in frisches Colomi hinein. Und dann ist das Dendrobium Berryoder soweit, dass es blühen kann und für das nächste Review herhalten kann. Bis das Delicatum blüht, wird es noch ein Weilchen dauern. Jetzt wisst ihr auch, wie man die Orchideen, das gilt auch für Phalaenopsis, in ein Orchidop hineinpflanzt mit Colomi. Wenn ihr weitere Fragen habt zu diesen Orchideen, Dendrobium, Phalaenopsis oder Odontoglossum, Oncidium, Colmanara, was hier alles schön am Blühen ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Schaut natürlich auch auf der Webseite nach, denn dort gibt es auch schon zahlreiche Videos, und schaut in der Beschreibung nach, da ist das Wichtigste verlinkt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.